Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn, dies ist mein YouTube-Kanal. Bevor der Winter sich für dieses Jahr verabschiedet, habe ich heute noch einmal ein schönes winterliches Motiv für euch. Schnee zu malen heißt nicht unbedingt, das Papier gänzlich weiß zu lassen. Um die Farbe des Schnees geht es im heutigen Video, vor allen Dingen auch um die Schattenfarben im Schnee, die sehr vielfältig sind. Wenn euch eine kleine Insidergeschichte hier aus dem YouTube-Geschehen der Aquarellwerkstatt interessiert, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Denn gegen Ende erzähle ich euch etwas zu diesen zwei Motiven und wie es zur Auswahl des heutigen Motives gekommen ist. In diesem Jahr hatten wir in Schweden einen besonders schönen Winter. Es gab sehr viel Schnee und dazu die klaren, winterlichen, kalten Tage mit viel Sonne. Wie ihr vielleicht auf meinem Instagram-Account gesehen habt, habe ich mich an einem Tag sogar draußen mit dem Skizzenbuch hingestellt und versucht, plein air ein winterliches Motiv zu malen. Hier sehen wir das Motiv, ein Bauernhof in der Nähe unseres Häuschens, und ich zeige euch gleich auch die im Skizzenbuch entstandenen Ergebnisse. Ich arbeite ja oft so, dass die Entwürfe im Skizzenbuch Grundlagen sind für größere Aquarelle, die ich dann im Studio bzw. Atelier zu Hause male. Heute habe ich mir vorgenommen, für den YouTube-Film, also für euch, dieses Motiv noch einmal zu malen und euch anhand des Motives zu zeigen, worauf es beim Malen von Schnee ankommt. Hier seht ihr nun das Referenzfoto für heute, welches die Unterstützerin dieses Kanals gemeinsam mit der Skizze auch wieder per Mail zugesandt bekommen. In diesem Foto können wir die unterschiedlichen Tonwerte der überwiegend weißen Landschaft recht gut erkennen. Wir haben einen sehr hellen Himmel und weiße, schneebedeckte Dächer, die allerdings in der Gegenlichtsituation einen deutlich dunkleren Tonwert als den Himmel aufweisen. Hier bei diesem großen Dach kann ich das besonders gut erkennen, wenn ich mit meinem Tonwertsucher hier einen kleinen Ausschnitt betrachte. Auch der Schatten im Schnee hat ganz unterschiedliche Farbigkeiten. Links unter den Häusern ist es eher ein bläulicher Schatten und hier weiter rechts unter der Sonne ist viel mehr Rotanteil darin. Im Bildvordergrund ist der Schatten wieder bläulicher und auch ein wenig dunkler. Zu sehen, wie dunkel der Schatten des weißen Schnees eigentlich wirklich ist, wird mir später beim Malen des Aquarells sehr hilfreich sein. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind folgende Farben: Sienna gebrannt, Zylinblau, Ultramarinfeinst, Titanweiß, Lasur-Orange, Lichter-Ocker von Winsor Newton, etwas Winsor Violet von Winsor Newton, Alizarin-Karmesin von Winsor Newton, Jaune Brillant und Lasur-Orange von Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier im Format 20 x 20 cm und ich male mit meinen eigenen Pinseln. Das ist ein Eichhörnchenpinsel in der Größe 12, der Rotmarderpinsel in der Größe 10, ein synthetischer Pinsel Größe 6 und der Flachpinsel zum Auswaschen von Junior Synthetics in der Größe 14. Die kleine Sprühflasche mit dem feinen Wassernebel brauche ich für die Struktur im vorderen Schneebereich. Um gleich im Himmel schöne weiche Verläufe zu bekommen, feuchte ich das obere Drittel des Papiers mit klarem Wasser an. Mit einer Mischung aus Jaune Brillant und lichter Ocker male ich den unteren Bereich der Himmelsfläche direkt über die Häuser und um die Sonne herum. Ein wenig Alizarin-Karmesin schließt sich an und zum Schluss arbeite ich von oben kommend mit Zylinblau und Kobaltblau den Himmel aus. Die Pinselstriche gehen hierbei leicht diagonal und schwungvoll über das Papier. Im oberen Bereich lege ich einen etwas kräftigeren dunkelblauen Farbton nach. Ich arbeite hier mit sehr wenig Wasser im Pinsel, da das Papier immer noch recht feucht ist. Um die Sonne herum male ich etwas kräftiger mit Lasur-Orange in die immer noch feuchte Fläche hinein. Die helle Rundung für die Sonne selbst lasse ich weiß stehen.
Mit einer sehr wässrigen Mischung aus Zylinblau und Alizarin-Karmesin grundiere ich nun den Schnee. Hier ist wirklich sehr viel Wasser im Spiel. Ich möchte das Papierweiß gerade eben mit ganz hellen Farben etwas abtönen. Im mittleren Bereich greife ich die warmen Goldtöne des Himmels auf und schließe zum unteren Bildrand mit einer etwas kräftigeren Mischung aus Blau und Rot. Für die letzten Striche verwende ich auch etwas Sienna gebrannt mit in der Mischung. So wird die Farbtemperatur hier wärmer. Mit ein paar Wasserspritzern aus dem kleinen Kunststoffpinsel und auch einigen Farbspritzern erzeuge ich jetzt Struktur für den Vordergrund. Ein paar helle Schneekanten hole ich aus dem nassen Farbauftrag auch schon heraus. Mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt spritze ich dunklere kleine Tröpfchen in den Schnee. Es geht darum, den Vordergrund zu variieren und interessant zu gestalten. Mit der gleichen Farbmischung deute ich nun einige dunkle Stellen der Böschung im Vordergrund an. Diese Striche verlaufen teilweise noch weich, da die Schneefläche immer noch feucht ist. Für das heutige Motiv gibt es wieder eine Versteigerung. Ihr könnt also das Original-Aquarell auf der Plattform eBay ersteigern. Den Link dazu setze ich unten in die Videobeschreibung. Die Versteigerung läuft vom 3. Februar bis zum 6. Februar. Wer also Lust hat, bietet mit und kann dann dieses Original-Aquarell sein eigen nennen. Das Blatt ist nun einmal komplett durchgetrocknet und ich fange jetzt mit dem zweiten Farbauftrag an. Jetzt werden die dunkleren Farben über die hellen Grundfarben geschichtet. Mit Ultramarinblau, Alizarin-Karmesin und einem Hauch Sienna gebrannt male ich die entferntere Baumreihe hinter den Häusern und spare dabei die Form der Häuser präzise aus. In der Nähe der Sonne nehme ich etwas mehr Orange in die Mischung. Hier sorgt das intensive Sonnenlicht für eine Veränderung der Farbe. Die harte obere Kante der Baumreihe löse ich mit dem Kunststoffpinsel hier bei der Sonne etwas auf. Dabei ziehe ich ein paar strahlenförmige helle Striche aus der Farbe heraus. Nun werden die Dächer der Häuser mit einer Schattenfarbe aus Ultramarinblau, etwas Alizarin-Karmesin und ein wenig Sienna gebrannt gemalt. Ich möchte die Dächer hier in dieser Gegenlichtsituation relativ dunkel halten, um die gesamte Silhouette der Häuser und Bäume im Mittelgrund in einem geschlossenen Tonwert darzustellen.
Mit lichter Ocker, Lasurorange und Sienna gebrannt werden die Häuser ausgearbeitet. Hier variiert die Farbe gelegentlich und manchmal kommt auch ein Tropfen Wasser mit in die Mischung. In der großen Scheune verwende ich etwas mehr Alizarin-Karmesin und auch mehr Wasser, so dass dieser Bereich hier anfängt zu leuchten. Nun kommt der schwierigste Teil des Bildes und auch der Grund, warum ich dieses Motiv mehrfach gemalt habe, ehe ich richtig zufrieden war. Der große Schatten auf dem Schnee unter den Häusern sollte genau die richtige Farbe haben und möglichst im ersten Farbauftrag gelingen. Leider kann es hier passieren, dass der Schatten zu dunkel, zu hell, zu warm, zu kalt oder zu steif ausgearbeitet wird. Bei Spiegelung und Schatten gilt meiner Meinung nach in jedem Aquarell, dass die Schnelligkeit und Geschlossenheit des Farbauftrages für eine realistische Wirkung ganz wichtig ist. Mit viel Erfahrung kommt natürlich eine gewisse Sicherheit im Malen und trotzdem kann es passieren, dass die Farbe einfach nicht richtig passt. Hier gelingt es mir jetzt aber ganz gut und ich sprühe mit der Sprühflasche auch noch einige kleine Strukturen auf die Fläche. Auch im unteren Bereich des Bildes arbeite ich jetzt mit der dunklen Schattenfarbe locker über die Bildfläche. Hier verblende ich die harten Kanten stellenweise mit Wasser und hole auch wieder hellere Bereiche heraus. Mit einer dunklen Mischung aus Ultramarin, Blau und Sienna gebrannt intensiviere ich nun die Halme und die Dunkelheiten zwischen den Schneehaufen. Hier setze ich ziemlich abstrakte Pinselspuren und ich arbeite mit der Pinselspitze und dem dicken Pinselbauch abwechselnd. Jetzt möchte ich die größeren Bäume hinter den Häusern im Mittelgrund malen und feuchte dafür unregelmäßig einige Flächen des Papieres an. Mit einer nicht zu dunklen Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau und flach gehaltenem Pinselkörper setze ich ganz locker ein paar aufgerissene Pinselstriche aufs Blatt. Später ergänze ich die Äste und Baumstämme mit der gleichen Farbmischung. Ein paar Spritzer mit der Zahnbürste geben die Illusion von Restlaub oder ganz zarten Ästen. Im vorderen Bereich möchte ich das Thema Baum noch einmal rhythmisch aufgreifen und male hier mit durchbrochenen Pinselstrichen einen Strauch. Die Äste ragen bis weit in den Himmel hinein. Durch die Verschränkung der einzelnen Bildebenen, Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund entsteht eine schöne Räumlichkeit.
Auch hier spritze ich in den oberen Bereich ein paar dunkle kleine Pinselspritzer, um die strengen Formen der Äste ein wenig aufzulockern. Nun male ich noch ein paar zeichnerische Akzente in die Häuser hinein, zum Beispiel die dunklen Schatten unter den Dächern und einige Fenster. Ein wenig Titanweiß aus der Tube deutet Schnee auf den Ästen an und auch das ein oder andere Fenster und der Zaun hier im Mittelgrund bekommen einen weißen Klecks. Das sind die wichtigen kleinen Formen, die ein Bild noch ein bisschen verspielter und lockerer machen. Auch ein wenig Glanz auf den Schnee im Vordergrund kann ich hier mit Weiß noch einfügen. Mit meinem Flachpinsel aus synthetischem Kunsthaar löse ich die harten Kanten an der Sonne weich an. So kommt das gleißende Winterlicht noch besser zur Geltung. Das kühle Rot hier im Mittelgrund ist mir ein wenig zu viel. Ich löse es mit dem Flachpinsel vorsichtig an und hebe die Farbe mit dem Baumwolltuch ab. Ein paar kleinere Schattenformen füge ich im mittleren Bereich noch ein und ich setze auch noch eine zarte Lasur mit Blau in diesem Bereich. Nun ist der Mittelgrund mit den schattigen Schneeflächen noch besser verbunden. Das Bild ist im Grunde genommen jetzt fertig, aber mit dem Schattenauftrag im oberen Bereich bin ich doch noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte den Schatten doch noch intensivieren. Diese Möglichkeit gibt es natürlich immer, sie ist aber nicht ganz risikolos. Ich versuche also vorsichtig, eine etwas dunklere Violettmischung aufzutragen und sie dann mit Wasser zu verblenden, sodass der Übergang zur eigentlichen Schattenfläche später nicht mehr sichtbar ist. Nun bin ich mit meinem Tonwert hier zufrieden. Die dunklere Wertigkeit drückt jetzt für mich das Gefühl eines eisigen Wintertages noch besser aus. Insgesamt habe ich dieses Motiv 3-mal gemalt. Die dritte Version habt ihr eben im Video gesehen. Hier seht ihr die erste und die dritte Version nebeneinander und wir können sehen, dass der Unterschied zwischen beiden gar nicht so groß ist. Vielleicht fällt dir aber trotzdem auf, worin der Unterschied besteht. Und vielleicht kannst du sogar den Grund erkennen, warum ich es noch einmal versucht habe. Schreib mir doch gern deine Meinung dazu unten in die Kommentare. So, ich hoffe, das heutige Motiv hat euch Freude gemacht und wir können jetzt den Winter gebührend verabschieden. Demnächst wird es hier frühlingshaft auf dem Kanal. Ihr könnt gespannt sein, was die nächsten Videos bringen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar. Wenn ihr auf die Glocke unten rechts am Video drückt, bekommt ihr Nachricht, wenn ein neues Video von uns herauskommt. Auch über eine kleine finanzielle Unterstützung dieses Kanals freuen wir uns. Es macht ja immer viel Arbeit, hier die Videos für euch bereitzustellen. Unter dem Video findet ihr einen Link zu Steady, deine Unterstützung. Dort gibt es alle Infos, falls ihr uns finanziell mit 2 Euro, 5 Euro oder auch 10 Euro monatlich unterstützen wollt. Nächsten Samstag gibt es hier den neuen Film auf YouTube. Ich freue mich schon drauf und sage Tschüss, bis dahin.